Spätgotik, Aufbruch in die Neuzeit. Schnapp dir dein Motiv, Grafik. Im späten Mittelalter, vor 600 Jahren, begannen die Bilder in Europa eine faszinierende Reise. Sie wurden erstmals technisch vervielfältigt und sie verbreiteten sich weitläufig. Und so konnte aus dem Motiv eines Kupferstiches eine Holzskulptur oder ein Eisengussrelief werden oder auch ein Glasfenster. Die Motive wanderten durch die Gattungen der Kunst. Herzlich willkommen zum Spätgotik-Workshop. Es ist faszinierend, was vor 600 Jahren in der Kunst Europas los war. Damals wurden bedeutende technische Erfindungen gemacht, die auch ihre Wirkung in den Künsten hatten, zumal in der Grafik. Das ist die Zeichen- und Druckkunst. Damals wurden zum ersten Mal Motive vervielfältigt und konnten sich dadurch in weite Gegenden verbreiten und dabei verwandelten sie sich auch. Und das wollen wir heute mal ausprobieren, wie man sich mit einfachen Mitteln ein Motiv schnappen kann und wie man es mit eigenen Ideen verändern kann. Gucken wir uns mal so eine Druckgrafik an, die schon eine lange Reise hinter sich hat. Hier haben wir eine Abbildung von einem Kupferstich. Kupferstich, das bedeutet, dass da ursprünglich eine Kupferplatte war, in die wurde das Motiv eingeritzt und dann konnte man von dieser Platte mehrere Exemplare, mehrere Drucke abnehmen. Das heißt, das Bild wurde vervielfältigt und man konnte es günstiger zum Kauf anbieten. Zum Beispiel hier in einem Schweizer Kloster. Alle schwarzen Linien, die ihr hier seht, wurden von der Kupferplatte abgedruckt. Und die zarten Farben, die hier überall verteilt sind, die wurden nachträglich dann mit einem Pinsel ganz zart aufgetragen. Zu sehen ist in der Mitte Maria mit dem Jesuskind, hier haben wir es nochmal in groß. Umgeben ist sie von verschiedenen Heiligen, sie sitzt in einer Bogenarchitektur und auch oben sehen wir noch viele Engel und Heilige und auch eine Taube ganz oben. Hier haben wir noch einen zweiten Kupferstich, der ist sehr klein. Ihr seht hier das Originalformat, die Originalgröße. Und ihr seht, da sind also 3 Vögel dargestellt in ganz verschiedenen Haltungen. Und dieses kleine Bild ist eigentlich eine Spielkarte, die Vogel 3. Und den Künstler nennt man daher auch den Meister der Spielkarten. Und das ist ein Motiv, was ich jetzt mal auf die weitere Wanderung schicken möchte. Ich habe ja mein Motiv schon gefunden, einen der Vögel. Was nimmst du für ein Motiv? Vielleicht auch ein Tier oder du guckst einfach mal in Büchern, Umschlägen, Postern, was dir an Motiven gefällt. Wie man mit einfachen Mitteln ein Motiv nehmen kann und wie man es mit eigenen Ideen verwandeln kann. Das wollen wir heute mal ausprobieren. Dazu braucht ihr dünnes Zeichenpapier, einen Bleistift, etwas Speiseöl, einen Lappen und eine Unterlage. Ja, und dann nehmen wir das Zeichenpapier. Wir füllen uns auch ein bisschen Speiseöl in ein kleines Glas oder in eine Tasse hinein. Wir brauchen gar nicht viel. Dann braucht ihr einen Lappen. So, und dann benetzt ihr den Lappen mit etwas Öl. Und damit fahrt ihr mal ringsherum auf euer Papier und da sieht man schon, dass sich die Farbe verändert. Das Öl breitet sich jetzt in dem Papier aus und macht es durchsichtig. Da dürfen auch ruhig solche Wischer sehen. Es muss jetzt nicht irgendwie gleichmäßig oder so sein. Es kann ruhig ein bisschen kreuz und quer sein. Und am besten, ihr macht euch gleich 2 oder 3 solche Papiere. Dann habt ihr nämlich ein bisschen Auswahl für eure Zeichnung. Und dann lassen wir die Papiere ein bisschen liegen, damit das Öl sich noch ein bisschen ausbreiten kann. Okay, unser Papier ist dunkler geworden, aber es ist auch durchsichtig geworden. Und deswegen, wenn ich jetzt meine Motivvorlage mir nehme, ich lege das Papier drauf, dann kann ich das Motiv durchschimmern sehen. Und jetzt nehmt ihr einen Bleistift und könnt einfach mal die Linien nachfahren und euer Motiv ganz passgenau durchpausen. Ihr könnt auch ruhig ein bisschen ins Kritzeln kommen. Und wenn ihr sowieso dann die Vorstellung habt, dass ihr das so ein bisschen anders haben wollt, könnt ihr auch kleine Abwandlungen machen. Versucht auch so ein bisschen sowas zu zeichnen wie Federn oder Fell oder Grashalme. Die anderen Linien, die außenrum gehen, die nennt man Umrisslinien. So, den Vogel hätten wir schon mal. Jetzt können wir aber auch aus ganz anderen Abbildungen noch etwas hinein
zeichnen und hier eine Begegnung schaffen, die ganz neu ist. Zum Beispiel trifft jetzt hier bei mir der Vogel einen Affen und der Affe, der schnappt sich sogar das Bein von dem Vogel und will vielleicht sogar mitfliegen. Dann kann man auch bestimmte Umrisse einfach wieder und wieder aufzeichnen, wieder versetzen und wieder versetzen. Und es sieht fast aus wie ein kleiner Film, als würde sich da was bewegen. Und eure Bilder wirken ganz leuchtend als Fensterbilder. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zeichnen und beim Kombinieren von verschiedensten Motiven und schaut euch gerne auch unsere anderen Video-Workshops zur Spätgotik mal an.